Hallo ihr Lieben, heute machen wir wieder etwas mit ganz einfachen Mitteln. Und zwar benutze ich hier Klebeetiketten, diesen Aquarellblock vom Action, ein paar Pinsel, gleich ein paar Stempel, ein paar Fineliner, ungeliebtes Washi-Tape und diesen löslichen Pulverkaffee. Marke ist egal. Dieses hier ist ja schon in kleine Abschnitte unterteilt und dieses hier, da klebe ich jetzt hier den Rand ab. Das Washi-Tape hat nicht richtig geklebt. Ich nehme jetzt hier so ein Tesa, das zwar auch nicht richtig klebt, aber hier drauf hält es zumindest einigermaßen fest. So, dann können wir das hier schön aufbrauchen. Ich möchte keinen so ganz breiten Rand haben. Hier einen in der Mitte. Und dann trenne ich mir das Ganze hier in 8 Felder ab. Dann nehme ich mir einen ziemlich großen Pinsel und hier habe ich mir aus diesem Pulverkaffee Mischung fertig gemacht. Und zwar eine ziemlich schwache, eine mittlere und eine im Verhältnis starke. So, und jetzt fange ich mit der starken an. Ich werde jetzt hier einfach irgendwelche Farbverläufe drauf bringen. Und ich fange unten mit dem dunkleren an, weil das vom Naturell her ja eher der Boden ist und oben der Himmel, und dann ist das schön harmonisch. So. Und das gleiche mache ich hier auch. Es wird sich natürlich ein bisschen anders verhalten, weil das ja Aquarellpapier ist, das aufsaugt. Und dieses ist irgendwie ja Klebeetikett, möglicherweise noch mit einer ulkigen Beschichtung. Aber das ist egal, die Farbe wird auf jeden Fall drauf sein. So. Dann in die Mitte das mittlere. Kann ruhig ein bisschen unordentlich sein. Kann auch unter Umständen in der Mitte, oh, hier bin ich unter, unter den Klebestreifen gekommen, aber ist nicht schlimm. Kann auch ruhig ein bisschen weiß noch hier über sein. Ist nicht schlimm. Ja. Das Dunkle können wir auch noch ein bisschen dunkler machen. Vielleicht ein bisschen fließende Übergänge. So, und oben das Helle. Okay, nein, das hier. Okay, das lassen wir einen Moment trocknen und dann kommt noch eine Schicht drauf. Okay, das ist soweit getrocknet. Dann können wir noch ein bisschen nachlegen. Hier unten, das ist mir nicht dunkel genug. Da ist der Kontrast zu dem da oben nicht stark genug. Also noch ein bisschen drauf. So, dann können wir auch oben noch so ein paar Fleckchen machen, damit das nicht so zahm ist. Okay, das lassen wir trocknen. Und dann hier das gleiche, oben einfach mal so ein bisschen.
Okay. Machen wir gleich auch noch ein paar. Hier sind schon ein paar Sprenkel aus Versehen. Das machen wir auch gleich noch mit Absicht. Das ist jetzt alles getrocknet und ich habe mir hier jetzt schon so einige Stempel rausgesucht, die ich benutzen möchte. Hier so ein paar kleine zum Lückenfüllen und hier noch ein paar große. Und dann nehme ich eine Farbe, die auch bleibt, also die nicht, also selbst wenn ich da noch mal mit Kaffee rübergehen würde, würde diese Farbe nicht verwischen. So, und dann habe ich hier noch diese Acrylblöcke, wo ich die Stempel halt drauflegen kann. Fangen wir mal mit einem großen an. Eine Pusteblume. Ja. Immer noch ein anderes. So, das reicht erstmal mit Stempeln. Dann habe ich vergessen, die Sprenkel rauf zu machen. Dann nehmen wir nochmal den richtig starken Kaffee und einen Fächerpinsel. Mal umrühren. Es ist jetzt soweit trocken. Dann können wir hier mal die Bänder abmachen. Also die Klebestreifen. So. Dieses hier können wir dann mal zerteilen. Okay, dann machen wir das hier mal ab. So, und jetzt schneide ich schneide das mit der Schere, weil mit diesem Papierschneider, das franzt mir immer die Ränder aus, das möchte ich nicht. Und wenn die Karten dann in sich so ganz leicht schief sind, ich finde, das steigert den Charme auch noch. So, und ich mache das jetzt hier, ich lasse hier unten ein bisschen mehr weißen Rand, dann kann man hier nämlich noch was draufschreiben. Das heißt, ich schneide jetzt ungefähr hier ab. So. Und so schneide ich jetzt die anderen auch alle zu. Ich habe sie jetzt alle zurechtgeschnitten. Jetzt nehme ich noch mal einen sehr dünnen Stift, 0,1 mm ist das. Das ist ein Feinliner und damit umrande ich die Bildchen jeweils nochmal. Das ist ein bisschen unregelmäßig. Das macht aber nichts, das trägt noch zum Charme bei. So, und dann nehme ich hier eins der kleinen Inkpads vom Action. In dem hier ist sogar noch ein bisschen Saft drin und umrande das Ganze noch. Mit diesem hier ist mir das ein bisschen zu gefährlich, weil das so groß ist. Könnte sein, dass ich mir dabei dann was versaue. Und so sieht das Ganze dann aus. Und diese hier, die sehen so aus. Die umrande ich auch noch ein bisschen. Mit dem Feinliner mache ich hier nichts.
weil diese ja keinen weißen Rand haben, sondern die gehen ja direkt bis zur Kante mit der Farbe. Ja. So sehen sie dann quasi fertig aus. Dieses hier ist mir, wenn man das erkennen kann in der Kamera, ein bisschen verrutscht beim Drucken, also beim Stempeln. Da habe ich aber einfach die Blüten hier mit dem Fineliner noch ein bisschen nachgezogen, sodass dass die eine Blüte von den beiden gedruckten ein bisschen mehr hervortritt und jetzt sieht das quasi aus wie so ein Schatten. Das ist also wirklich noch hübsch. Dieses hier ist im Querformat das einzige. Da fehlten hier unten auch so ein paar Einzelheiten. Die habe ich hier auch einfach mit dem Fineliner nachgemalt. Also man kann da auch jede Menge wieder retten. Das sind die Aufkleber. Man sieht auch, dass die Aufkleber insgesamt ein bisschen dunkler gedruckt haben als dieses hier. Das liegt, denke ich mal, daran, weil der Aufkleber eine glatte Oberfläche hatte und dieses Aquarellpapier ist ja ein bisschen strukturiert. Demzufolge zum Stempeln eignet sich dieses Papier eigentlich besser als das Aquarellpapier. So, damit man das Ganze auch in Aktion sieht, was man damit machen kann, kleben wir hier mal eins drauf. Wobei, nee, das ist mir zu wenig Kontrast. Hier. So. Sehr praktisch zum Kleben. Und dann haben wir hier zwei kleine Taschen. Und da können wir hier zwei von nehmen. Ja, okay. Das war was ganz Einfaches, Schnelles mit Sachen, die wir sowieso zu Hause haben und sehr schön verwendbar. Und hier kann man, wenn man möchte, unten noch ein Wort, hier Dream oder sowas hinschreiben oder einen kleinen Spruch oder sowas, ne, was so halt zum Anlass dann passt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere das nachbastelt und mir da vielleicht ein Bildchen von zeigt oder sowas, vielleicht auch bei Facebook. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.